Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir, was ich dem Kollektiv heute mitgeben darf. Was darf ich hier mitteilen? Ja, hier kann Folgendes der Fall sein. Man bekommt ein Geschenk von einem Amt oder einer Behörde. Man überwindet eine Trennung oder man hat so ein bisschen Aufblühen im selbstständigen Bereich. Es kann ja auch sein, dass sich jemand bei euch meldet aus dem Freundeskreis, den ihr lange nicht gesprochen habt oder wo ein bisschen Rückzug war. Oder dass man sich auch trifft. Ich habe, dass das Prinzip Treue, Loyalität und Freundschaft hier wichtig ist. Das ja in unserer Zeit auch oft verloren geht. Und das kann ja ein Mensch sein, der auch ganz neu in euer Leben kommt. Eine Zufallsbegegnung, irgendetwas sehr, sehr bereichernd ist auch. Ne? Ich habe hier auf der unterbewussten Ebene den Schlüssel, das Gefühl der Sicherheit, das vielleicht hier wiederkommt, das Vertrauen ins Leben, das man hat oder auch in die Menschen des Umfeldes. Hier ist irgendwie ein Geschenk unterwegs, dem man nicht vertraut. Man stellt alles auf den Prüfstand, man hat eigene Zweifel, die gehen hier aber raus. Ne? Es kann ein Triggerpunkt sein vom Leben oder von einer Lebenserfahrung oder von jemandem, der im Leben irgendwelche Spuren hinterlassen hat bei uns. Hier ist so Zweifel gegen Vertrauen. Wir haben den Anker dazu gekriegt. Es kann ja natürlich auch sein, dass es um die Arbeit geht oder um Arbeitskollegen oder um Wechsel in diesem Bereich. Verstrickte Bereiche beim Thema Arbeit. Für alle, die nicht arbeiten, ich glaube, es geht hier um das Fundament, auf dem wir stehen, um das Gefühl der Stabilität oder auch, wer nimmt Einfluss auf deine Zeit, wer verlangt etwas von dir. Ich sehe uns hier sehr viel unterwegs sein. Ne? Wir versuchen langfristige Dinge zu planen und vor lauter hier gucken, da, verlieren wir so ein bisschen das Gespür für das Geschenk, das uns hier präsentiert wird. Also es kann sein, dass es eine unangenehme Situation ist, die Mauern sprengt oder die sich im Nachhinein als großes Geschenk darstellt. Es kann auch sein, dass man einsieht, dass ein Zweifel zum Beispiel falsch war. Ist ein sehr aufklärender Prozess auch dabei für uns selbst. Und hier unten haben wir die Bewegung zu einem Neubeginn.
Ich glaube auch, dass es darum geht, sich selbst nicht rausbringen zu lassen bei dem, was man geplant hat. Man hat ja im Haus der Hoffnungen, Befürchtung, dieses Ding drin, dass etwas so verstrickt ist, dass es nicht aufgelöst werden kann und dass es mehr Arbeit mit sich bringt als Stabilität. Und ich sehe hier tatsächlich auch irgendwo eine Konkurrenzsituation für den einen oder anderen. Was ich auch habe, hier fallen Mutter-Kind-Themen oder auch Trigger von diesen Themen. Man überprüft ein System, ob es noch funktioniert oder ob man seinen Glaubenssatz verändern darf. Und es kann ja auch tatsächlich um eine Situation gehen, die ein Kind von euch hat. Eine Berufswahl, eine berufliche Reise, etwas, wo man selbst vielleicht denkt, Mensch, ob das so gut ist. Aber wir können auch den anderen das nicht abnehmen. Hier ist die Eule dabei, die bringt das Thema Weisheit mit. Hier ist ja der Lebensbaum gefallen, ne? Der Baum, und der liegt im Hause der Vergangenheit. Und wir haben viel gelernt. Wir kriegen tiefe Erkenntnisse. Das Wissen, das wir brauchen, steht auch zur Verfügung. Wir dürfen uns bloß nicht rausbringen lassen. Ne? Irgendwo sucht man was, irgendwo verkündet man auch seine Wahrheit. Und die Eule bringt die Fähigkeit mit, und das finde ich so spannend, hier ist ja die Undurchsichtigkeit auch, dass man selbst bei undurchsichtigen Umständen erkennen kann. Es ist ein tiefgreifender Prozess, der sowas wie Erleuchtung mitbringt, wenn es das Wort sein darf. Schattenaspekte, die wir angucken. Und es geht um das Vertrauen, das wir in uns selbst haben dürfen, dass wir die Wahrheit jedes Menschen und jeder Situation erkennen, dass wir die Grenzen des Bewusstseins sprengen und dass wir Ausschau halten und unseren Empfindungen auch vertrauen. Wir nehmen noch ein Krafttier und dann lasse ich das so. Wir haben hier unten im Unterbewusstsein die Möglichkeit der Sicherheit auf unser gutes Feld zu bauen. Und ich habe das Gefühl, man lässt sie hier draus bringen. Hier kommt das Stinktier mit dem Thema Verteidigung. Hier darf man sich auch von Zweifel der anderen abgrenzen, die andere mitbringen oder die vielleicht so Meinungen haben, die gar nicht zu uns passen. Und man darf sich auch irgendwo zur Wehr setzen, wenn sowas passiert. Ne? Hier geht es um eine gesunde Weise abzugrenzen, was uns selbst Unsicherheit bringt. Ganz spannend finde ich auch, dass das Stinktier uns erscheint, um zu sagen, sende deutliche Signale, sei konsequent, lass dir nicht alles gefallen. Und das Wichtigste, wir haben ein Recht darauf, dass wir auf ungerechtfertigte Angriffe reagieren, um unsere Selbstachtung zu bewahren. Es geht auch darum, Werturteile, die nicht dienlich sind, über Bord zu werfen. Das Thema Bewertung, Beurteilung ein bisschen genauer anzugucken. Auch bei uns selbst, wie bewerten wir die Dinge? Denn auf den ersten Blick Gutes, hier liegt ja das Geschenk, dann hier der Zweifel, kann manchmal auch im zweiten Blick etwas Unerfreuliches sein. Und es geht um Grenzüberschreitungen, ja. Und es geht einfach auch darum, dass man Signale sendet, wenn einem selber jemand die Grenzen überschreitet. Personen gibt es hier genügend. Ja? Okay, ihr Lieben, wir nehmen noch einen Glücksimpuls und dann wünsche ich euch einen wunderbaren Tag.
Prioritäten setzen und wir schaffen das. Bis morgen.